Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, was ist möglich, wenn Geld in diesem Spiel keine Rolle spielt? Ja, das Thema hatten wir im letzten Video gehabt. Wer es verpasst haben sollte, guckt sich das gerne nochmal an. Und ich habe das Video gestern relativ sporadisch aufgenommen gehabt. Und in dem heutigen Video habe ich nochmal ein bisschen mehr Research betrieben und habe mich nochmal in die ganze Materie ein bisschen mehr ja, reingelesen gehabt und möchte euch heute präsentieren, so, ja, was ich noch mehr weiß jetzt über das Projekt von Turor und auch ein paar Berichtigungen anstellen, weil in dem Video gestern ja, sind ein paar Informationen, sag ich mal, abhanden gekommen, die ich selbst nicht so krass eingeschätzt hätte. Und ja, das halt in Bezug auf den Legendary Dungeon und wie viele Runs hier der Turor schon gemacht hatte auf seinen anderen Accounts, ja. Also zuallererst erstmal der Turor, ja, hatte gestern auch unter dem Video kommentiert, das fand ich sehr cool, schöne Grüße gehen raus an dich. Er hat jetzt mittlerweile Stufe 281 hier erreicht und ja, soweit ich das verstanden hatte, ist es halt bei ihm so ein bisschen jetzt das Ziel, relativ schnell hoch im Level zu kommen, um dann nachher später halt mit dem Greifendrachen in diese Region zu kommen, um sich halt 10 Millionen oder für einen Greifendrachen 10 Millionen Gold zu bekommen. Wer es noch nicht gewusst haben sollte, der Greifendrache, der produziert ja, oder der gibt ja eine sogenannte Umweltprämie, und umso höher man im Level ist, steigt diese Umweltprämie auch mit und ab der Stufe 612 hat man denn das Limit erreicht und da bringt der Greifendrache einen dann wieder 10 Millionen. Ihr könnt gerne mal bei euch reinschauen und auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, was ihr so für Greifendrachen Umweltprämien bekommt. Ne? Wir können jetzt mal auf meinen Main schauen. Übrigens, man sieht jetzt hier die Pilze, ja, braucht ihr mir nicht schreiben in den Kommentaren, ich weiß Bescheid. Ich bekomme jetzt hier auf Stufe 590 8,1 Millionen Gold, ja. Und das ist ja schon nicht verkehrt. Bei euch wird es wahrscheinlich, denke ich mal, wenn ihr ja niedriger im Level seid, wird es natürlich weniger sein. Und ab 612 bekommt man wieder einen Skillpunkt für 25 Pilze, also 10 Millionen Gold. Das heißt, es lohnt sich denn wieder in Anführungszeichen den Greif denn zu melken für die Umweltprämie. Ja, weil ihr das Video gestern auch so sehr gefeiert habt, ist das auch ein weiterer Grund, warum ich das Video heute aufnehme. Und wenn ihr mehr von diesen Projekten von Turor sehen wollt und ja, auch interessiert daran seid, wie sein Progress so in Zukunft aussieht, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Dann weiß ich Bescheid, dann gucken wir da auf jeden Fall mal hin und wieder mal rein. Und ja, der Turor hatte in der Vergangenheit auch schon ordentlich reingepilzt. Ich hatte ja, mal sein Referenzschar sozusagen hier rausgesucht gehabt, der auf dem internationalen Server 47 spielt. Und ich weiß jetzt aber nicht ganz hundertprozentig genau, ob er hier eine Pause eingelegt hatte oder nicht. Aber auf jeden Fall auf diesem Account hatte er halt insgesamt, und hier kommen wir jetzt zum Bild, 645 Dungeon Runs gemacht. Ja, das ist ziemlich heftig. Und hat hier 12 Milliarden Gold rausgemolken. So, das ist schon sehr krass, ja. Und ja, der Turor ist auch hier von den Skillpunkten her, wenn man, er ist zwar nicht hier großartig mit großartigem Abstand Erster, aber die Skills sind halt im Vergleich zu den anderen, da sieht man schon ordentlich einen Unterschied und vor allen Dingen auf der Stufe generiert man noch nicht so sehr viel Gold und wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob er hier auf dem Server auch eine Pause eingelegt hatte oder nicht. Und ja, deswegen hier sieht man schon einen ordentlichen Skillvorteil den anderen Spielern gegenüber. Genau. Kommen wir aber zurück hier zu S7, wo hier Turor den stärksten Assassinen der Welt bekommen möchte. Und da hatte ich auch nochmal nachgeschaut gehabt, wer momentan der stärkste Assassine ist. Also quasi, wer das Ziel von Turor ist. Und dazu gehen wir auf den Server W23. Und hier haben wir Cäsar mit 563. Momentan der höchste und ich glaube auch stärkste Assassine im ganzen Spiel, International 23, auch der Server, wo der Assassine gelauncht worden ist. Ich glaube, ich müsste auf dem Server sogar auch noch einen Account haben von ganz früher. Ja, hier bin ich sogar noch irgendwie in so einer Gilde gejoint im Nachhinein. Hatte ich damals auch gespielt, als die Klasse rauskam, ich erinnere mich, ja. Stimmt, die wurde hier vom Norbert geleitet, ja.
Genau, ja, könnt ihr gerne rein, wenn ihr wollt. Ne? Genau, aber das ist auf jeden Fall das Ziel von Turor, hier ihn einzuholen. Von den Skillpunkten her wird schwierig, aber nicht unmöglich, wenn Geld keine Rolle spielt. Ja, und das hat er halt hier auch bewiesen in der Vergangenheit mit den Dungeon Runs und hat hier ordentlich was, ja, an Statpunkten gut gemacht. Ne, die Statpunkte sind hier aber nicht ganz alles, weil man bekommt ja heutzutage auch noch viel, viel mehr dadurch, aber gleich dazu mehr. Er hatte hier nochmal dazu geschrieben, ja, dass er halt durch diese Dungeon Runs halt eben nicht so wie die meisten es machen, pilzsparend spielt oder halt vor den Gegnern wegläuft oder ja, weiß ich nicht, ja, so gut es geht ausweicht und versucht an das Legendary zu kommen mit möglichst wenig Pilzen, weil Pilze spielen ja, wie gesagt, keine Rolle. So, deswegen geht man lieber ja, man nimmt jeden Gegner mit, man hebt jede Leiche auf, die ja zum Gegner werden kann, man nimmt jede Kiste mit, man geht in die Fallenräume, man geht in die Opferräume, man nimmt die Opfertruhen und das kostet natürlich einiges an Lebensenergie, sprich gleich Pilze, bringt einen aber auch wieder unendlich viele Ressourcen. Und das Goldeinkommen ist gut und schön, was hier der Turor mit den ganzen Dungeon Runs gemacht hat. Aber das ist halt eben nur ein kleiner Teil von dem großen Ziel, was er halt erreichen will. Denn die Ressourcen bringen einen im Umkehrschluss viel, viel mehr, als halt die Skillpunkte an sich auf dem Level es bringen. Weil er versucht halt eben so schnell wie möglich im Level zu steigen, um halt eben an diesen Greifen zu kommen für 10 Millionen und vor allen Dingen halt auch die Goldgrube auszubauen und dafür brauchst du halt Seelen und du bekommst halt durch diese Opfertruhen oder halt durch diese Fallenräume, da kriegst du halt Holz, Steine, du bekommst Seelen für die Unterwelt, du bekommst Metalle und Kristalle, womit du dein Equipment verbessern kannst. Und das ist deutlich effizienter als nur die Basispunkte, die man durch das Gold bekommt von dem Legendary Dungeon. Klar, auch nicht zu verachten. Er hatte hier geschrieben, 1200 Stats bekommt er nur vom Gold, das sieht man ja hier, ne, durch das Gold, was man bekommt halt. Ne. 645 Statpunkte bekommt er von den Legendary Items, also ist ja auch klar, jedes legendäre Item bringt 10 Millionen Gold, also sprich ein Skillpunkt. Das heißt, hier hat er schon mal 1845 plus halt noch 700 Stats von normalen ja, Gegenständen oder Epics, sprich, er macht 2,5k Basis-Stats, ja, wenn es viermal im Dungeon, also wenn viermal im Jahr ein legendärer Dungeon rauskommt, sprich er macht 10.000 Basis-Stats alleine durch den Legendary Dungeon. Aber wie gesagt, es zählt ja noch dazu, dass er halt eben die Festung halt dadurch finanziert, dass er halt unendlich Ressourcen bekommt. Das war halt früher ein Problem gewesen. Und halt eben die Unterwelt, vor allen Dingen auch die Goldmine, ein sehr, sehr wichtiges Feature für sein Vorhaben hier, dass er das halt eben auch bekommt, ja. Und dadurch, dass er halt eben alle Opferräume mitnimmt und alle Opfertruhen, alle Fallen oder alle ja, Fallenräume und sowas, sind die Runs natürlich teurer als im Durchschnitt. Der Dungeon, ja, das hier, also von dem Legendary Dungeon, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher das war, ob das der letzte, vorletzte oder vorverletzte war. Auf jeden Fall beim letzten Dungeon, da hat man ja im Durchschnitt, der war ja, wenn man die richtigen Glyphen hatte, konnte man ein bisschen billiger durchgehen. So, ich sag mal, da hat man so im Schnitt 200, 250 Pilze oder so bezahlt für einen Dungeon Run, wenn es gut lief. Bei den Dungeons davor, die waren ein bisschen teurer, da haben wir so gesagt im Schnitt 300, wenn man halt viel ausweicht und wenn man die richtigen ja, Glyphen mit aussucht, ne, dann hat man so im Schnitt so 300 pro Run. Dadurch, dass er halt aber eben diese Opfertruhen mitnimmt und alles, was halt eben einen Schaden macht, muss man hier pro Run circa mit 400 Pilzen rechnen. Und wenn man sich das jetzt mal ja, hochrechnet, einfach mal so, spaßenshalber, dann haben wir hier 645 Dungeon Runs, ja. Und jeder Run kostet 400 Pilze, also mal 400. Dann sind wir hier schon bei 258.000 Pilzen für alleine diese Runs hier. Ne, diese Runs hat er auf seinem Druiden gemacht, hat aber anscheinend wohl, so sieht es aus, vor, das auch auf dem Assassin hier dazu machen. Oder vielleicht nur auf dem Assassin. Ich weiß nicht, wie sehr ernst er das ganze Projekt nimmt. Ja, gehen wir mal von aus. Er hat alle Pilze
in der Aktion gekauft, was ich mal nicht glaube, weil er bei so vielen Runs, die Aktion hält ja nur Freitag, Samstag, Sonntag, dann die Woche unter ist ja dann keine Aktion bis zum nächsten Wochenende und da war wahrscheinlich wieder Aktion. Das heißt, wir gehen mal von aus, er hat hier alles zur Aktion gekauft, dann rechnen wir das durch 3.600 und das Ganze dann mal 100, weil man 100 Euro pro Paket bezahlt und dann sind wir hier bei 7.166 Euro für die 645 Dungeon Runs. So, das ist schon eine ziemliche Ansage. Und wenn er das Ganze 4-mal im Jahr machen will auf dem Assassin, dann müssen wir das halt mal 4 rechnen. So, weil er hat ja gesagt, er macht halt im Jahr 10.000 Basisstats dadurch. Dann sind wir hier im Jahr bei 28.666 Euro für alleine nur Dungeon Runs. Ja? Dann kommen ja noch die ganzen anderen Sachen dazu, wo er ja die ganzen Ressourcen farmt. Das heißt, die Festung muss komplett durchgeskippt werden. Die Edelsteinmine muss komplett auf 100 durchgeskippt werden. Ja, in der Unterwelt muss auch komplett geskippt werden und die Goldgrube muss halt so schnell wie möglich nach oben kommen. Das heißt, die auch auf 100 skippen, wenn es halt geht. Ne? Das heißt, da sind nochmal deutlich viele Pilze, die da reinfließen. Dann halt eben noch die ganzen anderen Kosten, wie zum Beispiel Arena-Manager ausbauen, das ist ja schon fast das Billigste dabei, ja, aber halt auch die Dungeon Tries, ich denke mal mit einer 0,2 oder 0,3%igen Chance ist das schon für ihn Free Try, wenn die dann in der Berechnung schon so bei ihm angezeigt werden und deswegen da werden wahrscheinlich auch noch die ein oder anderen Pilze reinfließen, sodass er hier, weiß ich nicht, locker über 30.000 Euro im Jahr kommt für Shakes & Fidget. So, und das ist halt eine ziemlich heftige Angelegenheit und ich bin da sehr gehypt drauf und sehr gespannt, wie hart er das Ganze denn hier durchziehen wird in Zukunft. Und also es ist wirklich ein sehr spannendes Projekt, was er hier vorhat mit dem Account. Ich bin gespannt, ob er hier auch den momentan stärksten Assassin einholen kann von den Statpunkten her. Man kann einiges gut machen mit sehr viel Geld. Aber man kann nicht das gut machen, was Spieler jahrelang an Alu geklickt haben, an Erfahrung gesammelt haben, an Statpunkten gesammelt haben, für einen deutlich günstigeren Preis. Weil die Zeit umso mehr Zeit du investierst, umso mehr hast du davon, umso weniger Geld musst du bezahlen, wenn du jetzt jemanden aufholen willst, der schon weiter vor dir ist. So, ne? Also man kann auch, es gibt ja auch schon Free-to-Play-Accounts, die über Stufe 500 sind und das beste Beispiel ist ja auch der Viper, den hatten wir ja auch schon öfter mal bei uns hier auf dem Kanal im Video und ich war ja auch in seinem Account drin. Das ist das beste Beispiel, das ist so ein Low-Budget-Spieler und ist trotzdem so weit oben, weil er halt eben 12 Jahre schon am Stück durchgängig spielt und hat so wenig Geld investiert und trotzdem so weit oben. Das heißt halt eben, dass es ziemlich schwierig ist, an diese Spieler ranzukommen, aber es gab auch noch niemanden, jetzt bis auf Strider, sag ich mal, der, fast unendlich Geld in seinen Account reinsteckt und trotzdem sehr lange dabei ist. So, ne? Das ist halt immer die Kombination. Wenn jemand lange dabei ist, ist er deutlich vorne. Wenn er viel Geld reinsteckt, ist er deutlich vorne. Willst du aber ganz an die Spitze, dann musst du viel Geld reinstecken und lange spielen. Also die Kombination macht es dann nachher am Ende. Ne? Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob der Turo das hier weiterhin noch durchziehen wird, weil das ist nämlich das Wichtigste dabei. Ja, da kannst du noch irgendwie 1000 Runs machen oder so. Ne? Der Rest muss halt stimmen. Aber wie gesagt, durch diese Dungeon Runs, der nächste Legendary Dungeon ist dann zu Ostern. Und da bin ich gespannt, was hier der Turo bis dahin geschafft hat und was er denn auch in dem Legendary Dungeon schaffen wird. Wir werden das dann auf jeden Fall weiter beobachten, wenn ihr das Ganze dann auch feiert, genauso wie ich. Ja, und deswegen bin ich mal gespannt. Durch diese aktuellen Legendary Dungeons, jetzt wo man halt auch durch diese Opferräume so viele Ressourcen bekommt, ist halt eben auch Festung und sowas alles gar kein Problem mehr. Man braucht nicht mal einen Festungspartner, man skippt sich einfach unendlich durch diese Legendary Dungeons durch, weil es eine unendliche Ressource ist, mehr oder weniger. Ne?
weil die Pilze halt eben keine Rolle spielen und dadurch kannst du die Festung so immens schnell nach vorne bringen, genauso halt auch die Unterwelt und so und halt eben da auch so krass ja, Value draus ziehen, dass du halt eben schnell aufholen kannst, ne? Aber das Einzige, was du dir nicht kaufen kannst, ist halt eben Erfahrung und das ist halt das ist halt eben das Kernelement davon. Du kannst dir noch so viele Stat-Punkte kaufen und alles, ne? Das ist alles gut und schön, aber du musst halt eben ja, lange spielen, um halt eben auch im Level weiter voranzukommen, weil ihr seht nämlich auch bei dem Turor, dass er halt jetzt seit den ersten 2 Tagen nicht mehr sehr viele Level gemacht hatte, weil nachher ist dann halt auch irgendwann ja, Schluss mit den Dungeons und da muss man halt eben ein bisschen abwarten, bis dann halt wieder was geht und da muss man halt eben Alu spielen, so, und das ist halt eben das Kernelement und das kannst du dir halt eben nicht mit Geld kaufen, die Erfahrung, so, das ist die einzige Ressource, die du im Spiel nicht kaufen kannst. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare dazu rein. Also, ja, wie ich gestern im Video erwähnt hatte, nicht 400, sondern über 600 Runs hat er auf seinem höchsten Char gemacht, auf dem Druiden hier. Und ja, ich bin gespannt weiterhin, was es mit dem Assassinen so auf sich hat und wo seine Reise hier hingehen wird. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.